Es ist jetzt schon Mitte Juli. Wegen einer Starkwindphase bleiben wir 2 Tage im Hafen Gislöfslegen bei Trelleborg. Ich bin jetzt ebenfalls am Aufstehen. Noch ein bisschen verschlafen. Und noch nicht ganz so wach wie der andere selber dran. Ich werde die Trelleborg anschauen. Dort gibt es eine alte Burg, die sehr schön sein soll. Der Florian reist per Zug nach Fehmarn, Burg Tiefenau, um sein Charterboot und seine Crew in Empfang zu nehmen. Ich nutze die Zeit, um das Deck und die Schürliste zu pflegen und mache einen Ausflug nach Trelleborg. Aber zuerst gibt es jetzt auf einmal etwas zum Morgenessen. Zum Wohl. Ein guter. Und das Abwaschen muss natürlich auch noch sein. Hier sehen wir die Trelleborg. Das ist eine riesige Ringburg aus der Wikingerzeit. Sie ist im Jahr 980 erbaut worden als Schutz gegen den dänischen König Harald Blauzahn, der damals vom Schonerland den Teil von Südschweden bedrängt hat. Das ist alles zusammen später nicht mehr sichtbar gewesen. Man hat bei einer Überbauung das entdeckt und hat ein Viertel von dieser Ringburg jetzt wieder aufgebaut. Auf dem Weg von Trelleborg nach Klintholm allein. Der Wind ist wieder zurück, nachdem wir vorübergehend eine Flaute hatten und eine gute Stunde mussten motoren. Wir haben jetzt ca. 4 Boote vor, sind ziemlich hart am Wind, also dass wir gerade noch laufen. Und so wie es aussieht, mögen wir gerade hier an der Spitze von dem Windpark vorbei, sodass wir nicht noch einen hohen Schlag machen müssen. Theoretisch dürften wir durchfahren, aber selbstverständlich tut man lieber die Sache umfahren. Jetzt ist gerade der Spitz zusammengebrochen, weil wir da alle stampfen, kommt der Schöder retour. Und ich bin hier ein bisschen am Ausschau halten, was da alles zusammenkommt. Im Moment ist es eigentlich herrlich zum Segeln und ich hoffe, dass es so bleibt. Da vorne am Horizont sehen wir bereits die Insel Falster und um den Ecke herum wird dann Klintholm sein. Und ich bin hier unten angemacht, weil sich das gehört, als Einhandsegler und bei dieser doch recht starken Lage, die wir jetzt hier haben. Ja, die deutsche Yacht, ganz eine tolle Yacht, die wir jetzt natürlich holen. Da sehen wir jetzt das Ende von diesem Windpark. Bis jetzt kommen wir relativ gut voran. Wir mögen die Höhe nicht ganz geben. Wir sind ca. 10 Grad zu tief. Ich würde darum einen Schlag machen. Die Geschwindigkeit, die wir haben, ist zwischen 4,8 und 5,5 Knoten. Wir haben ca. 4 Boote vor, so etwa 12 Knoten Wind. Und im Moment läuft alles zusammen gut. Wir hoffen, dass es so bleibt. So, jetzt muss ich aber wieder raus. Da kommen wir unserem Ziel Klintholm näher. Und da sehen wir im Westen von Klintholm die berühmten Kreidefelsen. Hier sind wir 2 Tage später in Gezer, kurz vor dem Auslaufen. Auf dem Weg von Gezer nach Fehmarn, Burg Tiefenau. Ich bin jetzt gerade vorher ausgelaufen. Das Frachtschiff hier hat jetzt gerade wegen uns den Kurs ein bisschen geändert, sodass wir weiter segeln können. Wir sind nicht unglücklich, weil ich bin dann nämlich Einhand und Spinnaker. Verhältnis haben das eigentlich notwendig gemacht. Wir sehen, wir haben jetzt 12 Knoten Wind
räumlich. Und so wieder einen vernünftigen Speed von 5,5 Knoten. Und sonst hätten wir einfach nur antümpeln. Ich bin da nicht allein unterwegs von GEZER. Es hat da gerade mehrere Boote. Eigentlich eine kleine Armada, die jetzt hier Richtung Fehmarn unterwegs ist. Wir haben jetzt gerade noch das Fahrwasser von der Kadett drinnen überquert, respektive wir sind immer noch ein bisschen drinnen. Und da sieht man, wie das aussieht mit all diesen Schiffen, die hier unterwegs sind und wo man muss entsprechend aufpassen muss. Beide Schoten beleidigt. So, meine Aufgabe ist eigentlich, das hier alles zu überwachen und schauen, dass nichts daneben läuft. Hier bin ich jetzt in Burg Tiefenau auf Fehmarn angekommen. Hier der Yachthafen Burg Tiefenau auf Fehmarn, vom Aussichtsturm oben runter. Rund 600 Boote haben hier Platz. Trotzdem hat es erstaunlich wenig freie Plätze gehabt, als ich vor 4 Tagen hier reingekommen bin. Ich bin 4 Tage auf Fehmarn, Burg Tiefenau geblieben. Ich habe Florian und seine Crew wieder getroffen, die Bootswand poliert und auf die Stefanie und den Armin gewartet. Mehr über das aber das nächste Mal.